Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Schiffstour durch Berlin. Im ersten Teil sind wir durch das historische Zentrum der Stadt gefahren, das gänzlich zu Ostberlin gehörte. Jetzt kommen wir zur Marschallbrücke, wo sich bereits der Grenzbereich befand. An der Brücke wurde auch der grenzüberschreitende Lastkahnverkehr kontrolliert. Hier gab es immer wieder Fluchtversuche, von denen 5 tödlich endeten. Bekannt wurde der Fall von Axel Hannemann. Er sprang im Sommer 1963 von der Marschallbrücke auf einen Lastkahn, aber der Kapitän schlug Alarm. Axel Hannemann versuchte, das westliche Ufer schwimmend zu erreichen, wurde aber von DDR-Grenzsoldaten beschossen und tödlich getroffen. Später werden wir noch Kreuze am Ufer sehen, die an Maueropfer und gescheiterte Fluchtversuche erinnern. Hier links das ARD-Hauptstadtstudio, über das ich bei der Rückfahrt noch sprechen werde. Ab der Marschallbrücke verlief auf der rechten Uferseite der Spree die Mauer. Die linke Uferseite gehört am Reichstagsgebäude zu Westberlin. Fast alle Gebäude, die wir jetzt gleich zu sehen bekommen, sind neu, also nach der Wiedervereinigung errichtet worden. Das beginnt mit dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das mit dem Paul-Löbe-Haus und dem Bundeskanzleramt zum sogenannten Band des Bundes gehört, das sich im Spreebogen zweimal über die Spree zieht und symbolisch Ost und West verbindet. Das Reichstagsgebäude vor uns wurde 1894 erbaut, als Sitz des Parlaments des Deutschen Reiches. Beim Kaiser war es nicht so beliebt, er hielt nicht viel von Demokratie. 1933 kam es zum Reichstagsbrand und das Gebäude wurde anschließend nicht mehr als Parlament genutzt. Dennoch war es 1945 ein Hauptziel sowjetischer Truppen. In den 60er und 70er Jahren wieder aufgebaut, wurde das Reichstagsgebäude nach der Wiedervereinigung komplett nach Plänen des britischen Architekten Foster modernisiert und ist heute Sitz des Deutschen Bundestags. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus beherbergt das Wissenschaftliche Dienstleistungszentrum des Deutschen Bundestags. Darunter befinden sich mit etwa 1,4 Millionen Bänden die drittgrößte Parlamentsbibliothek der Welt nach Washington und Tokio und das Parlamentsarchiv mit der Geheimschutzstelle für Verschlusssachen. Dann sind hier noch die wissenschaftlichen Fachdienste untergebracht, die den Abgeordneten zuarbeiten. Hinter dem Bullauge des Lüders-Hauses befindet sich der große Anhörungssaal, der vorwiegend für Untersuchungsausschüsse genutzt wird. Links das Paul-Löbe-Haus bildet mit dem Lüders-Haus optisch eine Einheit, zum Beispiel durch die zur Spree hin zusammenpassenden Dachkanten und die Doppelbrücke, die beide Gebäude verbindet. Der untere Teil der Brücke ist für die Öffentlichkeit zugänglich, der obere nur für Mitarbeiter des Bundestags. Es gibt aber auch eine unterirdische Verbindung über Tunnel zwischen den Bürogebäuden. Das blaue Gebäude links ist die Betriebskindertagesstätte des Deutschen Bundestages. Auch auf diese komme ich später noch zu sprechen. Das Gebäude rechter Hand ist das Haus der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist ein 1949 gegründeter Verein, in dem sich derzeit etwa 900 Journalisten und Journalistinnen zusammengeschlossen haben, die ausschließlich für deutsche Medien und ständig oder überwiegend aus Berlin und Bonn berichten. Dreimal wöchentlich während der Sitzungswochen, montags, mittwochs und freitags, werden die Pressesprecher der Bundesregierung und der Ministerien eingeladen, die auf Fragen der Journalisten antworten. Im Gegensatz zu vielen anderen, auch demokratischen Ländern, kommen kritische Journalisten regelmäßig zu Wort. Schließlich ist der Verein der Gastgeber. Das nächste auffällige, in verschiedenen Grüntönen gehaltene Gebäude ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dies ist aber nur der zweite Dienstsitz, der erste befindet sich noch in Bonn. Wer den Namen der derzeitigen Ministerin ohne nachzuschauen kennt, kann ihn gerne in den Kommentar schreiben. Es gibt übrigens alle Ministerien immer noch zweimal. 9 haben ihren ersten Sitz in Berlin und 6 in Bonn, mit jeweils einem zweiten Sitz in der anderen Stadt. Grundlage dieser teuren und ineffektiven Doppelstruktur ist das Bonn-Berlin-Gesetz, in dem 1994 eine dauerhafte und faire Arbeitsteilung zwischen Berlin und Bonn festgelegt wurde. Ursache dafür war wiederum das sehr knappe Abstimmungsergebnis, ob Bonn oder Berlin Hauptstadt und Sitz der Bundesregierung sein sollte. Wer sich noch an das genaue Abstimmungsergebnis erinnert, kann es auch gerne in den Kommentar schreiben. Das Bildungsministerium war auch der Bauherr für das Futurium, das Haus der Zukünfte nebenan. Der Name ist bewusst im Plural gehalten, denn keiner kennt die eine Zukunft. Besucher können sich in der Ausstellung mit verschiedenen Zukunftsentwürfen befassen, werden zum Nachdenken und zur Beantwortung der großen Frage, wie wollen wir leben, eingeladen.
Es gibt 3 große Denkräume zu den Themen Mensch, Natur und Technik. Seit der Eröffnung 2019 hatte das Haus trotz Corona über 1 Million Besucher. Zum Futurium werde ich sicherlich auch noch ein eigenes Video erstellen. Rechts rein der Humboldt-Hafen, der bis zur linken Uferseite noch zu Ostberlin gehörte. Auch hier endete ein Fluchtversuch tragisch. Günter Litvin war am 24. August 1961 das erste Maueropfer, das durch gezielte Schüsse von Grenzposten getötet wurde, als er versuchte, durch das Hafenbecken zu schwimmen. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, in dem beide Uferseiten und die Spree zu Westberlin gehörten. Vor uns die Gustav-Heinemann-Brücke, eine Fußgängerbrücke, die den Spreebogenpark links mit dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof rechts verbindet. Dort steht auch der Cube, der Glaswürfel, ein intelligentes Bürogebäude. Künstliche Intelligenz, The Brain, wacht über alles, was in und um das Gebäude geschieht. Das Gebäude gehört zum südlichen Teil der Europa City, über die ich schon einige Videos erstellt habe. Für den Bau der Nord-Süd-Richtung des neuen Hauptbahnhofs wurde die Spree in diesen Bereich verlegt. Unter uns befinden sich 2 U-Bahnen, 4 Fernbahnen und 2 Straßentunnel. Irgendwann sollen noch 2 S-Bahn-Tunnel dazukommen. Wir fahren unter der Moltke-Brücke hindurch. Benannt ist sie nach dem Grafen von Moltke, Generalfeldmarschall und Chef des preußischen Generalstabes von 1857 bis 1888, also zu Zeiten der deutschen Einigungskriege. Im Volksmund wurde er auch der große Schweiger genannt, was man bei seinem Bildnis durchaus nachvollziehen kann. Seine Führungswerte lauteten Einfachheit, Selbstvertrauen, Realitätssinn. Das einflussreiche amerikanische Wirtschaftsmagazin Harvard Business Review hat Moltke 1992 als den vielleicht größten Strategen aller Zeiten bezeichnet und empfohlen, seine Ideen auch im Bereich des Managements anzuwenden. Die 1891 errichtete Brücke wurde im Krieg stark beschädigt, danach notdürftig repariert, sollte zunächst abgerissen werden, wurde Mitte der 80er Jahre dann aber doch aufwendig saniert. Hier links das Bundeskanzleramt, das man auch vom gegenüberliegenden Restaurant mit Biergarten, dem Zollparkhof, in Ruhe betrachten kann, wenn man möchte. Die nächste Brücke ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und führt vom Kanzleramt in den Kanzlergarten. Dort ist ein Erweiterungsbau des Kanzleramts geplant, der wegen der hohen Baukosten sehr umstritten ist. Die Mitarbeiterzahl des Kanzleramts hat sich seit dem Umzug nach Berlin von 410 auf 873 mehr als verdoppelt. Dafür wird neuer Büroraum gebraucht. Geschätzte Baukosten 600 Millionen, die aber wohl kaum eingehalten werden können. Hinter dem Kanzleramt erscheint das Haus der Kulturen der Welt, die ehemalige Kongresshalle Westberlins. 1957 als amerikanischer Beitrag der internationalen Bauausstellung Interbau errichtet. 1980 ist der südliche Teil des Außendachs aufgrund von Materialermüdung sowie Bau- und Planungsmängeln eingestürzt.
Das hat damals einen Journalisten das Leben gekostet. Bis zur 750-Jahr-Feier 1987 hat man das Gebäude wiederhergestellt und es gibt auch zwei Spitznamen. Entweder die schwangere Auster oder das Lächeln Jimmy Carters, nach dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten mit seinem breiten Lächeln benannt. Wir fahren weiter durch den Tiergarten. Ganz hinten kann man, allerdings nur aus der Ferne, die Siegessäule sehen. Nachdem die Wasserlagen in Berlin jahrzehntelang arg vernachlässigt worden waren, sind ab den 90ern doch viele Uferwege neu gestaltet worden. Die rötlichen Gebäude im Hintergrund gehören zur sogenannten Bundesschlange, einem Wohngebäude in Schlangenform. Mit dem Regierungsumzug hatte der Bund sich verpflichtet, selber Wohnungen für seine Bediensteten in Berlin zu schaffen. Die sind dort aber nicht eingezogen wie geplant. Zu teuer, zu laut und außerdem wollten die Bundesbediensteten nicht zusammenwohnen. Es reicht, wenn man zusammenarbeiten muss. Da will man dieselben Gesichter nicht noch am Abend sehen. Die Wohnungen sind also für die Öffentlichkeit freigegeben. Wir drehen am Schloss Bellevue und fahren zurück Richtung Zentrum. Damit das Video nicht zu lang wird, kürze ich die Strecke ab und erzähle nur noch etwas zu den Punkten, zu denen ich bei der Hinfahrt nicht gekommen bin. Das Schloss Bellevue wurde 1786 für den jüngsten Bruder von Friedrich dem Großen erbaut. Ab 1959 war hier der zweite Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten. 1994 ist Richard von Weizsäcker ganz nach Berlin umgezogen. Mit vermehrter Nutzung häuften sich die technischen Pannen, Fahrstühle blieben stecken, der Strom fiel aus, also nicht sehr repräsentativ beim Empfang von Staatsgästen. Also wurde saniert und seitdem gibt es keine Dienstwohnung des Bundespräsidenten mehr im Schloss. Die befindet sich in der Villa Wurmbach in Berlin-Dahlem. Das Haus der Kulturen der Welt wurde damals bewusst in der Nähe des sowjetischen Sektors errichtet und sollte die Freiheit des Gedankenaustauschs symbolisieren. Neben Kulturveranstaltungen gab es auch politische Tagungen und die amerikanischen Präsidenten Kennedy und Jimmy Carter haben hier Reden gehalten. Heute gibt es im Haus der Kulturen der Welt Ausstellungen, vor allem nicht-europäischer Künstler. Von dieser Seite kommend hat man einen besseren Blick auf das Bundeskanzleramt. Errichtet wurde es in der Regierungszeit Helmut Kohls, der den Entwurf 8-mal überarbeiten ließ, bis er zufrieden war. Daher wurde das Gebäude zwischenzeitlich auch Kolosseum genannt. Inzwischen hat man sich aber eher auf Bundeswaschmaschine geeinigt, aufgrund der halben Bullaugen, die man von den Seiten sehen kann. Der von den Berliner Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank entworfene Bau ist ebenso imposant wie umstritten. Das Kanzleramt ist auch ohne den geplanten Erweiterungsbau die größte Regierungszentrale westlicher Demokratien, etwa 8-mal größer als das Weiße Haus in Washington, 10-mal größer als Londons Downing Street und 3-mal größer als der Élysée-Palast in Paris. Obwohl es sich um einen Neubau handelt, gibt es immer mal wieder Sanierungsbedarf. Olaf Scholz hat sein Büro im Mitteltrakt im 7. Stock, allerdings auf der anderen Seite mit Blick auf das Reichstagsgebäude. Mit Blick auf den Hauptbahnhof gibt es rechts am Spreeufer noch eine Bar, Capital Beach genannt. Ein nettes Label, aber so richtiges Strandleben gibt es hier natürlich nicht. Baden ist in der Spree nicht erlaubt und ich würde dies auch niemandem empfehlen, der auf seine Gesundheit Wert legt. Links nochmal das Futurium. Auf dem Dach gibt es einen sogenannten Skywalk. Dazwischen ist die Dachfläche mit einem solaren Meer aus Energiekollektoren für Photovoltaik zur Stromgewinnung und mit Solarthermierohren zur Wärmegewinnung ausgestattet. Man hat von dort einen guten Blick Richtung Süden zur Spree hin und nach Norden zur Europa City. Vor dem Gebäude steht eine kinetische Skulptur, die sich Drehmoment nennt. Man kann sie jeden Tag zur Mittagszeit 1 Stunde in Bewegung sehen oder auch in einem Video, das ich im Beschreibungstext verlinke.
Die Betriebskindertagesstätte des Bundestages wurde vom Wiener Architekten Gustav Peichel entworfen, soll Assoziationen an ein elegant verspieltes Schiff wachrufen und mit seiner Farbigkeit ein fröhlich heiteres Haus für Kinder sein. Etwa 140 Kinder von Bediensteten des Bundestages sind hier untergebracht. Wer über die Brücke auf die andere Uferseite spaziert, findet dort das 1990 von dem Künstler Ben Wagin eingerichtete Parlament der Bäume gegen Krieg und Gewalt mit Mauersegmenten und Resten der ehemaligen Grenzanlagen. Ich fahre immer wieder gerne mit dem Schiff zwischen den Bürogebäuden des Bundestages hindurch, da es ständig neue Spiegelungen zu sehen gibt und man kann auch noch zum Bundeskanzleramt durchschauen. Unten rechts am Ufer sind die Weißen Kreuze zu sehen, die ich vorhin erwähnt hatte. Und hier stand auch gleich die Mauer, die von hier aus hinter dem Reichstag entlang Richtung Brandenburger Tor verlief. Der Deutsche Bundestag hat derzeit 736 Abgeordnete und ist damit das zweitgrößte Parlament der Welt. In dieser Legislaturperiode haben wir sogar Nordkorea überflügelt. China mit seinen 2980 Abgeordneten werden wir aber wohl nicht mehr erreichen. Auf dem vorletzten Platz liegt Mikronesien mit 14 Abgeordneten und an letzter Stelle der Vatikan, der hat gar kein Parlament. Rechts noch das Jakob-Kaiser-Haus, das in 8 Gebäuden etwa 1800 Büros für den Bundestag beherbergt. Für den Bundestag arbeiten etwa 6000 Menschen. Das ARD-Hauptstadtstudio wurde zeitgleich mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin 1999 eröffnet. Im 4. Stock befindet sich das Sendestudio mit dem Fenster, das über Eck geht. Man wollte direkt aus dem Studio den Blick auf die Reichstagskuppel haben, hat aber nicht bedacht, dass davor noch die neuen Bürogebäude für den Bundestag errichtet wurden. Für den Bericht aus Berlin werden daher die Live-Bilder aus der Kuppel von der Kamera eingespielt, die sich oben an der Stange auf dem Dach befindet. In Berlin gibt es fast täglich Filmaufnahmen für Fernsehserien, aber auch für internationale Produktionen bis hin zu Hollywood-Blockbustern. Vielleicht hat jemand die Bourne-Verschwörung mit Matt Damon gesehen, für die viele Szenen in Berlin aufgenommen wurden. Die Szene, an der Jason Bourne auf der Flucht vor der Polizei auf der einen Seite von der Brücke auf den Frachtkahn springt, sich auf der anderen Seite wieder hochangelt, um anschließend humpelnd in eine S-Bahn zu springen, ist hier gedreht worden. Die Szene kann man sich auch auf YouTube anschauen, ich verlinke sie. Rechts ist der Tränenpalast zu sehen, die ehemalige Ausreisehalle der Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße. Davor fand die Verabschiedung von Freunden oder Familienangehörigen aus Ostberlin oder der DDR statt, wenn man nach einem Tagesbesuch wieder nach Westberlin zurück musste. Oft sind Tränen geflossen, daher der Name. Heute ist es ein Erinnerungsort mit der ständigen Ausstellung Alltag der deutschen Teilung. So, zum Schluss nochmal der Blick auf die Museumsinsel. Von hier aus kann man besser erkennen, dass es sich wirklich um eine Insel handelt. Und ich möchte mich hier gerne korrigieren. Im ersten Teil der Tour hatte ich mich versprochen und gesagt, dass aus dem Bode-Museum eine Goldmünze mit einem Gewicht von 1 Kilogramm gestohlen wurde. Natürlich hatte sie ein Gewicht von 100 Kilogramm, sonst wäre der Raub nicht so spektakulär gewesen. Jeder hätte sie im Rucksack raustragen können und 1 Kilogramm Gold ist auch nicht 4 Millionen Euro wert. So, damit kehren wir langsam zum Ausgangspunkt unserer Tour zurück. Ich bedanke mich fürs Mitfahren und hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen jeder Art und wünsche alles Gute bis zum nächsten Video. Ciao!